Servus zusammen. Wenn man jetzt mit Kings of War einsteigen möchte, stellt sich natürlich die Frage, nehme ich das neue rote Regelbuch oder doch noch das alte grüne, das ursprünglich erschienen ist? Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen, indem wir uns die beiden Bücher einmal ansehen und uns anschauen, für wen welches Buch geeignet sein könnte. Man könnte jetzt sagen, es ist natürlich ganz offensichtlich, man kauft sich hier das rote Buch, aber möglicherweise weiß man das ja gar nicht als jemand, der neu ins Spiel einsteigen möchte, dass das hier die aktuellste Ausgabe ist. Oder man kommt vielleicht in seinen lokalen Laden und findet dort eben nur das grüne Buch vor, nimmt das dann natürlich auch mit, ohne zu wissen, dass es eben aktuell schon eine neue Edition des Buches gibt. Und genau aus diesem Grund habe ich mich hier entschlossen, diese beiden Bücher mal quasi gegenüberzustellen, damit ihr so sehen könnt, was ihr in den einzelnen Büchern bekommt. Aber anfangen werde ich mal mit dem alten Buch, dem grünen hier, und das neue Zeug heben wir uns für den Schluss auf. Aber mal grundsätzlich, was bekommt ihr hier in diesem Buch? Wie ihr hier schon seht, ich habe hier noch eine Hardcover-Variante. Diese ist mittlerweile umgeändert worden. Da gibt es auch nur mehr wie auch beim roten Buch die Softcover-Version. Grundsätzlich findet ihr auch noch in diesem Buch hier natürlich die vollständigen Regeln, um Kings of War spielen zu können. Ihr habt hier, wenn wir uns den Content ein bisschen ansehen, hier eben auf den ersten gut 63 Seiten die Regeln für das Spiel, dann eben einen Fluff-Teil und dann im letzten Abschnitt einen ganzen Umfang an Armeelisten. Jetzt ist es so, ihr bekommt hier, wie schon gesagt, eigentlich die vollständigen Regeln. Das ist nicht wenig, aber doch noch ganz überschaubar. Dieser erste Teil mit den Regeln, das ist jetzt nicht so viel. Diese Regeln sind zum Großteil identisch mit dem, was ihr auch in den aktuelleren Regeln findet, beziehungsweise wenn ihr dann auch das neue Buch euch besorgen solltet. Es gibt nur hier und da kleine Änderungen, beziehungsweise dann auch Erweiterungsbücher, zu denen habe ich teilweise auch schon Videos gemacht, die ihr hier auf dem Kanal finden könnt. Ich werde euch die auch hier in der Videobeschreibung unten verlinken, falls das noch jemanden interessiert. Aber grundsätzlich gesagt, hier habt ihr eigentlich alle Regeln drinnen, die ihr braucht, um Kings of War spielen zu können. Dann, was für den einen oder anderen vielleicht interessant ist, was sich eben dann, das werden wir dann später im roten Buch sehen, sehr stark unterscheidet, ist hier ein sehr großer Fluff-Anteil. Wie wir hier sehen, bis hierhin, das ist alles rein nur Fluff, der die Welt beschreibt, in dem Kings of War angesiedelt ist. Und für Leute, die natürlich an diesen Sachen interessiert sind, an den Geschichten, ist natürlich dieses Buch der Way to Go, da ihr im roten Regelbuch diese Hintergrundsektion nicht mehr finden werdet. Dafür soll das Ganze aber online verfügbar sein, aber ich habe es bisher noch nirgends online gesehen. Ich habe da mittlerweile schon vor ein paar Wochen mal nachgeschaut, habe es aber noch nicht gefunden, dass man es gratis auch irgendwo sich ansehen kann. Und dann habt ihr im hinteren Teil noch ein paar ist gut, einiges an Armeelisten. Die sind auch ein bisschen so aufgebaut, dass sie auf ein paar Seiten dann den Hintergrund der jeweiligen Armee beschreiben. Dann kommen die ganzen Armeelisteneinträge und dann gibt es am Schluss noch eine Doppelseite mit den bemalten Figuren. Was hier noch zu sagen ist, im Vergleich zu anderen Büchern oder beziehungsweise dem neuen Regelbuch, die Armeelisten, die ihr hier bekommt, sind nicht ganz so umfangreich, also neuere Armeen wie die Halblinge oder auch die Riftforge Orks zum Beispiel, die fehlen hier komplett, weil die gab es ja zu dem Zeitpunkt, als dieses Buch erschienen ist, noch überhaupt nicht im Sortiment. Also ihr seht hier schon ein bisschen, dass wir hier mit ein paar weniger Sachen auskommen müsst an Armeelisten. Dafür bekommt ihr natürlich eine ganze Reihe von Fluff-Sektionen dazu und natürlich
fehlen hier dann weitere Armeelisten, die es später dann erst ins Spiel geschafft haben. Und auch diverse natürlich Regel-Updates sind hier nicht enthalten. Aber wieso solltet ihr euch dieses Buch eventuell doch noch holen? Zum einen, der ein oder andere Händler wird dieses Buch noch haben, wenn ihr danach sucht in den Shops, und vielleicht hat er gerade das rote Buch eben nicht lagernd und man weiß es daher gar nicht, dass das quasi die alte Version ist, beziehungsweise die Softcover-Variante davon ist ja das gleiche Buch wie hier. Das ist mal die eine Information, die ich hier auch geben wollte. Aber eben, wie gesagt, bekommt ihr hier den ganzen Fluff-Teil und das könnte für den einen oder anderen dann doch schon interessant sein, sich das auch durchzulesen, weil ihr das im roten Buch eben nicht findet. Und ein weiterer Grund ist auch noch, dass natürlich bei den ein oder anderen Händlern die Zwei-Spieler-Starterboxen, die es so gibt, herumschwirren. Und da kann es natürlich auch häufiger noch sein, dass das noch ältere Versionen sind, denn die mittlerweile jetzt ausgeliefert werden von Mantic, sollten schon das neue rote Buch enthalten, soweit ich das mitbekommen habe. Aber es kann halt durchaus sein, dass ihr dann noch eine Box bekommt, die vielleicht schon seit 1-2 Jahren beim Händler herumliegt, bei euch im Store. Und da wird dann noch dieses Buch bzw. die Gamers Edition von diesem Buch drinnen sein. Das heißt eine Softcover-Variante des grünen Buchs mit ausschließlich den Regeln. Das heißt auch wieder ohne Fluff-Anteil, und die Armeelisten sind etwas gekürzt, weil zumindest die Farbsektionen hier dann fehlen. Aber ansonsten sind diese Bücher, also sowohl dieses grüne Buch hier als auch die Gamers Edition davon regeltechnisch ident. Und wenn ihr natürlich jetzt nicht irgendwo auf Turnieren unterwegs seid, nur in einer kleinen Spielergruppe, dann spielt ihr alle mit dem gleichen System. Und da kann man ja durchaus auch ins Spiel einsteigen, indem man sich eben noch dieses alte Buch holt, weil der Großteil der Regeln, wie gesagt, ist ja ident. Es fehlen ein paar Klarstellungen und Regel-Updates und diverse Anpassungen bei den Profilen. Aber alles in allem noch immer eine ganz gute Variante, wenn man an das Buch rankommt, vor allem wenn eben das neue Buch nicht verfügbar ist, um mal ins Spiel auch reinzuschauen. Und jetzt kommen wir aber zum Buch, das wahrscheinlich die meisten von euch interessieren wird, und zwar das neue rote Regelbuch. Wie ich schon gesagt habe, ist das ein Softcover-Buch, da gibt es auch keine Hardcover-Variante mehr. Auch hier ist es eigentlich gleich aufgebaut wie im anderen Buch. Ihr habt diverse Regeln und Szenarios, die hier bis hierhin ungefähr dann identisch gewesen sind. Da gab es dann eben diverse Anpassungen in den Regeln, Regel-Updates, die in den vergangenen Clash of Kings Büchern enthalten waren und so weiter. Die sind hier bereits eingebunden in dieses Regel-Update. Dann gibt es hier die neuen Siege Rules, die hier dazugekommen sind, um Belagerungen zu spielen. Das ist aus der zweiten Edition übernommen worden und wieder ins Spiel reingekommen. Und dann hier gibt es die Ambush-Regeln. Im Zuge dessen habe ich ja auch eine Challenge gestartet auf dem Kanal zum Aufbau einer Armee. Da könnt ihr gerne noch teilnehmen, falls euch das interessiert. Das Video findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung. Und da könnt ihr halt dann kleinere Spiele spielen oder eben große Spiele mit den legendären Schlachten, die dann größer als 3000 Punkte angesiedelt sind. Mit auch einer Reihe von verschiedenen Optionen, die ihr da habt. Das heißt, man sieht hier schon mal in diesem ersten Teil des Buches, man hat wieder die vollständigen Kings of War Regeln, diesmal vollständig abgedatet, auch in Bezug auf Ausrüstung oder ähnliche Sachen ist es eben so, dass hier Dinge dann eben angepasst wurden. Manche Artefakte, die es früher gegeben hat, 1 oder 2 sind hier jetzt nicht mehr mit dabei. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nicht auf Turnieren spielt, ist das jetzt nicht so wichtig. Ansonsten eben sind dann noch die Siege Rules und Ambush Rules dazugekommen, die es eben überhaupt bisher in der dritten Edition noch nicht gegeben hat. Also für Leute, die daher ins Spiel einsteigen, ist das vielleicht ganz interessant, weil man hier mit den Ambush-Regeln eben kleine bis 1000 Punkte Spiele spielen kann und Armeen aufbauen kann, die speziell
auch die Regeln so ausgelegt sind. Und dann haben wir am Ende nochmal einen ganzen Batzen von Armeelisten. Wir sehen hier schon im Vergleich, hier fängt es jetzt mit Armeelisten an, das ist der größte Teil des Buches. Und da erkennt man auch schon wieder, es fehlt hier jetzt der Fluff-Teil. Und der ist komplett hier gestrichen, denn der Rest hier hinten sind nur mehr die einzelnen Armeelisten. Und wenn wir uns das anschauen, was hier ebenfalls rausgestrichen worden ist, wie zum Beispiel hier Forces of the Abyss, wir haben hier den Start der Armeeliste und es gibt auch hier keine Fluff-Seiten, sondern es startet direkt mit den Armeelisteneinträgen zur Armee und dann zum Schluss noch eine Formation, die auch dazu gekommen ist. Also auch jede Armee hat jetzt eine Formation bekommen, beziehungsweise bereits im letzten Clash of Kings Buch. Und dann auf der nächsten Seite startet schon wieder die nächste Armeeliste. Auch hier zum Beispiel fehlen dann die Doppelseiten der Bildergalerie für die Einheiten. Auch das ist ein Unterschied zum anderen Buch. Und das heißt im Großen und Ganzen, dieses Buch ist bezüglich Regeln das aktuellste Buch und geht auch in erster Linie auf das hinaus. Ihr habt hier wieder auf den ersten, in dem Fall 88 Seiten, die ganzen Kings of War Regeln, die ihr zum Spielen braucht, mit den ganzen abgedateten Regeln, abgedateten Artefakten, Zauber, falls sich da was geändert hat, und dann eben auch die Siege Rules und die Ambush Rules und die Regeln für die legendären Spieler sind hier mit reingekommen. Also alles nur rund um Regeln aufgebaut. Und dann der Rest sehen wir hier schon, enthält jetzt sämtliche Armeelisten, die es bisher gibt bei Kings of War. Und da sind jetzt wirklich auch alle dabei. Nicht so, wie wir gesehen haben, wesentlich weniger im ersten Buch. Dafür habt ihr natürlich beim ersten Buch noch den Vorteil, dass ihr den ganzen Fluff-Teil dabei habt und die Bildergalerie, wie ich vorhin schon gesagt habe. Also das hier ist in erster Linie eine Sammlung an Regeln und Armeelisten, zum Großteil das, was man sich ja auch in erster Linie von einem Regelbuch, denke ich mal, sich erwarten würde. Vor allem natürlich für die Leute, die auf Turnieren unterwegs sind, ist natürlich das ein quasi Must-Have, weil ihr nur so auf die aktuellen Regeln kommt. Und natürlich, was vielleicht noch zu erwähnen ist, ihr könnt euch diese Bücher auch alle digital kaufen. Das ist, es gibt sie auch bei Mantic im Shop als digitale Varianten. Und da hier natürlich sämtliche Armeelisten dabei sind in diesem Buch, ist es hier auch gar nicht nötig, die anderen Bücher, die es in der Zwischenzeit gegeben hat, wie eben die Clash of Kings Bücher, Harpy's Rift und so weiter, sich zu kaufen. Auch das Enchanted Empires, das es ja ebenfalls noch zu kaufen gibt, enthält eigentlich ausschließlich Armeelisten, so wie es wir hier im hinteren Teil des Buches haben. Nur sind halt diese hier bereits mit eingebunden. Alles in allem also kann man sagen, ist das neue rote Buch hier ein rundum sorglos Paket, wo ihr eben sämtliche Regeln findet zu Kings of War, die eben aktuell sind, mit allen Updates, mit neuen Gegenständen, mit den neuen Ambush- und auch Belagerungsregeln oder auch für große Spiele und eben sämtlichen Armeelisten, die ihr aktuell im Spiel überhaupt spielen könnt. Vielleicht hat ja jetzt jemand auch Interesse bekommen, sich hier mit Kings of War etwas mehr zu beschäftigen und sich das Spiel zuzulegen bzw. eine Armee aufzubauen. Ich werde euch hier einfach das Video jetzt zur Challenge 2023 verlinken. Da kannst du einfach draufklicken und dann kannst du dich informieren, wie die Challenge so aufgebaut sein wird.